Servus, ein herzliches Grüß Gott und Hallo zusammen. Willkommen auf dem Leidenberger Kanal. Ich bin Manuel Hug, technischer Vertrieb bei der Autotestgeräte Leidenberger GmbH. Heute beschäftigen wir uns mit einer Grundsatzfrage aus der Werkstatt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Kompressionsdruckprüfung und der Druckverlustprüfung? Klingt erstmal ähnlich, ist es aber nicht. Da wir oft nach diesem Thema gefragt wurden, zeigen wir euch heute live, wie eine analoge Druckverlustprüfung funktioniert, warum sie ein Muss für jede Werkstatt ist und was dabei zu beachten ist. Über was sprechen wir heute? Was ist der Unterschied zwischen einer Kompressionsdruckprüfung und einer Druckverlustprüfung? Wie funktioniert die Druckverlustprüfung genau und was ist zu beachten und welche Aussage kann ich nach einer erfolgten Prüfung machen? Mein heutiger Gast ist Michael Zahn, unser Produktmanager. Er zeigt uns heute, wie das DRV einzusetzen ist. Hallo Micha. Hallo Manuel. Micha, in der Werkstatt kommt immer wieder die Frage auf Kompressionsdruckprüfung oder Druckverlustprüfung. Was ist der Unterschied oder ist es am Ende doch dasselbe? Das ist eine gute Frage. Die beiden Prüfungen ergänzen sich super, aber hier erkläre ich dir die Unterschiede. Bei der Kompressionsdruckprüfung messen wir den maximalen Druck im Verdichtungstakt beim Zylinder und die Kraftstoffzufuhr ist natürlich abgeschaltet. Der Anlasser dreht den Motor durch und wenn der Druck beim Kompressionsdrucktest in einem Zylinder niedriger ist als von den Herstellervorgaben vorgeschrieben, oder aber ich habe eine zu große Abweichung innerhalb der Zylinder zueinander, muss ich von einem Defekt am Motor ausgehen. Anders bei der Druckverlustprüfung. Hier bleibt der Motor stehen. Ich leite Druck über Werkstattdruckluft ein und messe den prozentualen Druckverlust jeweils der einzelnen Zylinder und vergleiche sie untereinander und kann daraus ableiten, ob ich einen Defekt habe. Das DRV 05 ist der Standard in der Motordiagnose. Mit dem Gerät lokalisierst du problemlos Leckagen an der Zylinderkopfdichtung, Leckagen an den Kolbendichtringen, an den Einlassventilen, an den Auslassventilen und das alles schnell und zuverlässig. Super. Und Micha, wie läuft diese Druckverlustprüfung genau ab? Das machen wir jetzt zusammen. Also, die Zündkerzen habe ich schon mal rausgeschraubt und anhand der Zündkerze kann ich den richtigen Adapter auswählen. Die Zündkerze kommt zur Seite, dann wird der Adapter eingeschraubt, nur handfest, das reicht. Ich brauche kein Werkzeug dafür, weil ich eine Gummidichtung unten dran habe. Das reicht so. Jetzt kommt noch, um den Zünd-OT einstellen zu können, unsere OT01 drauf. Das ist eine Pfeife. Solange der Kolben nach oben fährt, erzeugt die Pfeife einen Ton. Und sobald der Kolben über Zünd-OT drüber raus ist, ist der Ton aus. Das heißt, ich weiß, ich habe den Motor richtig eingestellt. So, anfangen tun wir damit, dass wir das Gerät erstmal auf die Dichtigkeit prüfen, dass wir keinen Fehler in unserem Messmittel haben. Das heißt, ich schließe es an die Druckluftleitung an und sehe, das Gerät in sich ist schon mal dicht. Danach kommt dann die Kalibrierung auf die aktuelle Werkstatt-Druckluftleitung mit der Justierdüse. Und dann stelle ich über den Druckminderer meinen gewünschten maximal zulässigen Druckverlust für den Zylinder ein. Und bin mit dem Gerät schon prüfbereit. Weil ich den Adapter jetzt ja schon montiert habe, kann ich mit dem Gerät direkt draufgehen auf den Adapter und die Prüfung machen. Und wie man sieht und hört, gibt es einen gewissen Druckverlust, der aber lediglich bei ungefähr 6% liegt, was für alle Motoren vollkommen in Ordnung ist. Also, und so machen wir das jetzt Zylinder für Zylinder durch. Am zweiten Zylinder und dann am dritten und am vierten, bis wir durch sind und schreiben uns natürlich alle Werte auf, dass wir nachher ein Resümee ziehen können. Micha, jetzt haben wir aber auf Zylinder 2 haben wir ja jetzt einen dementsprechend hohen Druckverlust. Was sagt uns das jetzt aus oder woran kann das liegen? Das können wir jetzt rein über die Akustik rausfinden. Zum Beispiel, ob die Auslassventile krumm sind, Einlassventile, Kolbendichtringe oder sonstige Sachen. Das muss man einfach mit den Ohren prüfen.
Micha, das war jetzt eine super Prüfung. Wir haben jetzt alle 4 Zylinder durchgeprüft, haben auch gesehen, Zylinder 2 hat das Problem, dass dort der Druckverlust am größten war. Wir haben auch gesehen, wohin die Luft entwichen ist. Also von dem her sind wir jetzt mit der Diagnose soweit fertig. Erklär uns jetzt auch noch, warum bei den Geräten standardmäßig keine Adapter dabei sind. Genau, also die Frage ist recht einfach zu beantworten. Die meisten Werkstätten haben schon einen Grundstock an Adaptern und haben von Injektoren und von Einspritzdüsen und so schon verschiedene Adapter da. Deswegen bieten wir alle Geräte einzeln an. Es gibt aber auch sowohl für Glühkerzen als auch für Einspritzdüsen und für die Zündkerzen verschiedenste Adaptersets, die man bei uns erwerben kann. Das war's für heute. Mal wieder geniale Diagnosetools von Leitenberger. Mehr Infos? Dann lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal und besucht uns auf unserer Homepage www.autotestgeräte.de. Wir wünschen euch eine erfolgreiche Woche und wie immer hohen Wirkungsgrad auch bei der Druckverlustprüfung anstreben. Macht's gut und bis bald, wenn es wieder heißt Neues von Leitenberger. Ciao!